Ein Gewürzkuchenrezept, nach dem ich immer wieder gefragt werde. Die kleinen Kuchen sehen nicht nur sehr dekorativ aus, sie eignen sich auch perfekt als Alternative zu Plätzchen. Was ihr genau dafür benötigt und wie das Ganze hergestellt wird, das zeige ich euch jetzt im folgenden Video. Als erstes nehme ich das Orangat und das Zitronat, hacke es mit dem Messer fein und gebe es in eine Rührschüssel. Dann gebe ich weiche Butter, Zucker, Salz, Vanillezucker, Orangenabrieb, Lebkuchengewürz, Eier, Kakaopulver, gemahlene Haselnüsse, Mehl, und Backpulver hinzu und verarbeite die Zutaten mit einem Handrührgerät mit Knethaken kurz zu einem Teig. Als nächstes heize ich den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor. Zum Backen des Teiges nehme ich ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und stelle einen eckigen Backrahmen darauf. Wer möchte, kann den Kuchen aber auch auf dem normalen Backblech backen. Den Teig fülle ich nun in das Backblech und verstreiche ihn auf eine gleichmäßige Dicke von ungefähr 2 cm. Dann stelle ich den Backrahmen auf die Größe des Teiges ein und streiche ihn nochmal von der Mitte zum Rand hin glatt, damit die Stücke in der Mitte nicht höher werden als am Rand. Den Teig backe ich nun im vorgeheizten Backofen etwa 25 bis 30 Minuten. Damit der Kuchen nicht zu trocken wird, solltet ihr nach etwa 20 bis 25 Minuten eine Stäbchenprobe machen. Er ist fertig, wenn kein flüssiger Teig mehr am Stäbchen kleben bleibt. Den fertigen Kuchen lasse ich auf dem Backblech etwa 10 Minuten abkühlen und entferne dann den Backrahmen. Als nächstes verrühre ich den Puderzucker mit jeweils einem Esslöffel Zitronen- und Orangensaft. Den Zuckerguss gebe ich nun auf den noch warmen Kuchen und verteile ihn gleichmäßig bis auf den Rand.
Da ich den Kuchen später in möglichst gleich große Würfel schneiden und die Mandeln mittig auflegen möchte, markiere ich mit einem Teigschneider etwa 3 x 3 cm große Quadrate auf dem Zuckerguss. Ihr könnt das natürlich auch mit einem Messer oder einem Pizzaschneider machen. Auf jedes Quadrat lege ich eine halbe Mandel und drücke sie auf den noch feuchten Zuckerguss. Statt Mandeln könnt ihr aber auch Walnusshälften oder Haselnüsse verwenden. Den Kuchen schneide ich nun entlang der vormarkierten Linien mit einem angefeuchteten Messer in kleine Würfel. Damit der Zuckerguss später nicht brüchig aussieht, sollte er beim Schneiden noch feucht sein. Hier war er leider schon angetrocknet. Wer möchte, kann die Gewürzkuchen jetzt so lassen, wie sie sind. Geschmacklich und auch optisch besser finde ich es aber, wenn sie noch etwas verziert sind. Hierfür erhitze ich die Aprikosenmarmelade, bis sie beginnt zu kochen. Mit der noch heißen Marmelade streiche ich die Seiten der Kuchenwürfel ein und drücke dabei die Krümel fest. Anschließend drücke ich die bestrichenen Seiten in gehackte Haselnüsse, sodass die Haselnussstücke fest an der Marmelade kleben bleiben. Die fertigen Gewürzschnitten lasse ich aufrecht stehen, bis die Marmelade fest wird. Als Verpackung zum Verschenken nehme ich hier eine sogenannte Pralinenstange, die ich mit einem Geschenkband zubinde. So, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Falls ihr noch mehr von meinen Rezepten sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert das Glöckchen, dann werdet ihr immer sofort benachrichtigt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!